Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Ja. Viele Fragen, viele Antworten. Ja. Wir haben viel gesammelt Genau. und gucken wir mal. Also nehme ich mal dieses Blatt. Da haben wir nämlich schon mal viele Fragen wieder aufgeschrieben. Die erste Frage ist, wird es auch große Monster geben oder ist dazu in den Höhlen kein Platz? Es wird auch große Monster geben. Da ist genug Platz. Ja. Wird euer Spiel auch ohne Questmarker auskommen? Ja, wird es. Das ist eine sehr spannende Frage, ob man die unbedingt braucht oder nicht. Das eine ist sehr oldschool und das andere ist modern. Na, da kann man sich drüber streiten. Das ist schwierig zu beantworten, ob es das braucht. Was heißt denn, es braucht? Wenn man nicht klarkommt, wenn man nicht das findet, was man sucht, dann ist ein Questmarker sinnvoll. Aber wenn man alles verquestmarkert, dann rennt man nur den Questmarkern hinterher und beschäftigt sich nicht mit dem Level. Mhm. Und das ist so. Das heißt, ich merke das an mir selber, wenn ich Questmarker benutze, dann ist das ein bisschen wie Pac-Man, ne? Wo ist der nächste Pöppel, den ich auffressen kann? Was mich sehr gefreut hat an Assassin's Creed Origin war, dass man, wenn man den NPCs zugehört hat, dann hat man tatsächlich die Locations finden können, ohne die Questmarker zu bemühen. Es gab ganz wenige Ausnahmen, wo das nicht ging. Vielleicht wäre es dann trotzdem gegangen, wenn man sich noch Wolf gesucht hätte. Aber wenn er gesagt hat, über die Weinberge und da hinten und dann ist dann da ein Sägewerk und da ist der Typ, dann war der auch da. Ja, und dann war auch die Himmelsrichtung richtig und Gedöns. Also da haben die richtig viel Qualität reingesetzt, was die später dann ein bisschen weiter aufgeweicht hatten wieder. Aber das haben die tatsächlich gemacht. Es war nur nicht im Questlog geschrieben. So, das hat man hören müssen. Da waren Comments von NPCs, ja. Und das fand ich aber trotzdem cool. Und ich habe mich bemüht, das Spiel zu spielen ohne Questmarker. Ist dir sogar gelungen. War aber sehr aufwendig und es gibt unglaublich viele Menschen, die machen es dann nicht, sobald man Questmarker anbietet. Und darum ist das so schwierig. Also wir haben jetzt Ich würde aktuell... sagen, fast alle machen das. Genau, das ist das nämlich. Also wir haben jetzt aktuell keine drin. Wir haben wenig Komfortfunktionen drin. Aktuell ist es im Spiel so, dass wir wenig haben, was dem Spieler hilft. Also man muss ganz viel selber denken. Es wurde auf der Gamescom zum Beispiel gefragt nach einer Minimap und wir haben gesagt, nein, es gibt keine Minimap, es gibt nur eine richtige Karte, die man finden kann und die hilft einem auch. Das heißt, wenn man einen Ort begangen hat, also ein Ort, an dem man schon mal war, der wird quasi beschriftet. Ein Ort, an dem man noch nicht war, wird auf der Karte nicht beschriftet. Und das ist die Funktion, das alles. Aber die Karte... Du siehst auf der Karte auch, wie du bist. Das ist so oldschool wie Gothic. Ja, da ist ein Pöppel auf der Karte und du kannst auf der Karte genau sehen, in welche Richtung du guckst. Ja, und wo du bist, ganz genau. Genau, aber ansonsten bleibt die Karte, wie sie ist. Ja. Und es gibt nicht sowas wie den Nebel des Krieges oder irgendwelche anderen Funktionen. Und es gibt aktuell auch keine Questpöppel und keine Minimap. Und da gab es schon Leute, die fanden das zu unbequem und möchten das Spiel deswegen nicht spielen. Ja. Wir glauben aber, dass das, was die Immersion und Tiefe des Spiels angeht, dem Spiel zugutekommt. Ja. Und jetzt kommt es drauf an. Wir müssen das jetzt testen lassen. Also wenn wir jetzt mit dem Spiel fertig sind und wir lassen jetzt so eine Horde an Leute darüber laufen, dann müssen wir mal gucken, klappt das denn auch? Ist das Spiel... komfortabel genug. Ja, ist das jetzt zu schwer? Ja. Oder sind die Leute heutzutage vielleicht zu schnell frustriert? Das müssen wir einfach mal testen. Also sind es zu viele, die sich dann darüber beschweren und das dann deswegen nicht spielen möchten. Das ist der Punkt, weil Leuten zu sagen, du bist zu unbequem oder du bist zu bequem oder irgendwie, das ist ja Quatsch, so meinen wir das gar nicht, aber es gibt sehr viele Spieler, die möchten das gerne so haben. Die möchten gerne, dass es eine Herausforderung ist. Die möchten gerne eintauchen in die Welt. Ja, wir zum Beispiel. Ne? Und uns stören Questpöppel. Ich hatte so ein System schon mal am Laufen, da konnte man tatsächlich so ein Ding wabern sehen, und zwar in der Richtung, wo sich derjenige befindet. Mhm. Ja. Das heißt, du konntest sozusagen so durch den Level durchgucken und da unten leuchtete irgendwas und dann konntest du irgendwie dahin. Aber das ist nicht cool. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich meine, das fühlte sich falsch an. Ja. Es fühlte sich technisch an, es fühlte sich Sci-Fi an und das gehört da nicht hin.
jetzt in dieses Spiel, ja. Jetzt könnte man überlegen, dass man vielleicht optional eine Hilfsfunktion später noch anbietet, Ja. aber so etwas ins Spiel nachträglich einzubauen, ist auch sehr zeitintensiv. Ja. Also müssen wir mal schauen, wo wir da landen und wie das Feedback ausfällt, ob man jetzt versucht, vielleicht dann oder an welcher Stelle man da versucht, den Spielern zu helfen und an welchen Stellen man lieber die Finger davon lässt. Also können wir sagen, wir wünschen uns, dass es keine gibt. Ob wir das am Ende bitter durchziehen, das werden die Tests dann. Ja. Ne, also Stimmt. es ist derart, geh mal ins Dorf und sprich mit der Frau dort in der Taverne. Dann siehst du auf der Karte, wo ein Dorf ist. Ja. Und dann gehst du da hin und dann gibt es da 3 große Gebäude und eins davon ist die Taverne. Ist so. Ja? Das heißt, das müsste übersichtlich genug sein. Eigentlich schon. Ja, ne? Und das ist halt, man muss immer die Karte aufmachen, man drückt M und guckt, in welche Richtung gucke ich, wo muss ich hin, alles klar, da bin ich. Und Minimap vereinfacht das Ganze, aber das macht es dann auch einfacher. Ne? Jetzt Und kann man ja. guckt dann immer man guckt nicht in den Level, man guckt dann da oben hin und dann rennt man an Items vorbei und das ist irgendwie nicht schön. Heutzutage ist es ja auch so, wenn du wirklich irgendwas partout gar nicht findest, sobald das Spiel auf dem Markt ist, dauert das nicht lange. Da hat irgendeiner sein erstes Let's Play rausgehauen. Da könnte man ja auch mal eben spickeln, wo hat er das Ding gefunden und dann weiter zocken. Also Frage an euch. Wie viele Leute, wenn sie etwas partout nicht finden, würden sagen, ich spiele das Spiel nicht weiter und stelle es in den Schrank, oder ich bin bereit, im Internet nachzugucken, wo ich das finde, oder bestehen darauf, dass Questpöppel und so viele Funktionen im Spiel sind, dass das Spiel mir alleine erklären kann, wo ich das finde, ohne dass ich jetzt vielleicht durch Suchen auch am Ende noch drauf kommen muss. Gebt doch mal ein bisschen Feedback. Eine sehr gute Frage war das. Ja. Sind wir uns selber nicht sicher, hört man, ne? Ja, Wir diskutieren drüber. Ja, ist gut. Das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. So. Okay. Dann fragt eine Person, wie viele Kopien müsstet ihr circa verkaufen, um erfolgreich zu sein? Würden die 13.000 YouTube-Abonnenten reichen? Oder sollen wir jeder 2 kaufen? Das ist sehr nett, ja. Ja, also die 13.000 würden nicht reichen. Wir erklären auch gerne, warum. Also, ihr müsst gucken, wir haben uns ja noch gar nicht entschieden, was das Spiel am Ende kosten soll. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel verkauft, dann bleibt, wenn man die Mehrwertsteuer abzieht, die Kosten der Plattformen abzieht, die Nebenkosten abzieht, die Gewerbesteuer abzieht und alle Steuern, die drumherum kommen, was weiß ich, Körperschaftssteuer, Eigensdings. Unterm Strich kann man sagen, bleiben pro verkauften Spiel 30% bei einem selber dann hängen, die man auch tatsächlich behalten kann. Ja. Und diese 30% sind, je nachdem, wie teuer das Spiel ist, nicht so viel. Ihr könnt euch das ausrechnen, ja, wenn man jetzt noch ein ganz kleines Spiel macht und verkauft das für 10 Euro, dann bleiben 3 Euro hängen, das ist jetzt nicht so doll. Ne? Oder wenn man im Sale ist oder sowas in der Art. Und wenn man jetzt das hochrechnet, wie viele Spiele man verkaufen müsste, um dann davon leben zu können, dann ist das natürlich dann entsprechend mehr. Und wenn man jetzt auch noch Retail verkauft, wir haben uns ja jetzt erstmal dagegen entschieden, weil das einfach finanziell zu teuer ist, dann kämen die Kosten für die Produktion und für das in den Laden stellen und so weiter ja auch noch oben drauf und dann würde noch weniger da übrig bleiben. Mehr man vorher ausgibt, desto mehr Stückzahlen muss man einfach auch verkaufen. Klingt jetzt erstmal total logisch, aber das ist auch wirklich dann viel mehr. Ne, deswegen haben wir uns ja auch gesagt, okay, wir fangen mal ganz klein an. Wir sind jetzt Indie und dann hält sich das tatsächlich noch im Rahmen. Und wenn man jetzt irgendwie eine größere Produktion macht mit, was weiß ich, im Team mit 15, 30, 50 Leuten oder die Großproduktion, dann muss man auch am Ende millionenfach verkaufen, damit sich das überhaupt wieder einspielt. Und das ist natürlich heutzutage problematisch bei der großen Konkurrenz. Entsprechend, 13.000 wären zu wenig, aber wir sind optimistisch und wir werden bestimmt dann mit einer Demo oder mit irgendwelchen Sachen vielleicht auch noch Leute überzeugen, die auch Bock auf so eine Art Spiel haben. Also die nächste Frage lautet folgendermaßen.
Welche Lebensumstände sind für die Entwicklung eurer Spiele von entscheidender Bedeutung? Also was führt dazu, dass ihr Lebenscontent mit dem Spieleentwicklungscontent positiv vermischen könnt? Andere Spiele, die ihr zockt, Bücher, die ihr lest, soziales Umfeld, welches zu Ideen für das Spiel beiträgt? Wodurch fühlt ihr euch am stärksten inspiriert bei der Entwicklung? Ja, also ich übersetze das mal mit meinen Worten. In welchem Zustand ist man Entwickler und in welchem Zustand ist man nur Vater oder in welchem Zustand und wie kann man den einen Zustand in den anderen überführen? Und was inspiriert dich? Gar nicht. Man kann das nicht überführen. Es geht nicht. Na? Also man ist immer irgendwie... Also ich kann das vielleicht so beschreiben, wenn ich Dialoge schreibe, ja, dann lese ich auch Bücher. Und dann fange ich auch an, irgendwie, weiß ich nicht, an meinem Buch weiterzuschreiben oder so. Ja, also das, wenn ich Dialoge schreibe. Dann bin ich in so einem Modus drin. Das heißt, das beeinflusst dann auch meine Freizeit. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt irgendwie Clint Eastwood-Filme gucke oder so, dann habe ich auch Bock auf Red Dead Redemption. Dann bin ich im Western-Modus. Ja? Jiha! Ist so. Und dann gehe ich auch gerne auf Cosplay und dann verkleide ich mich als Cowboy oder so. Also, ne, das ist so... Es gibt so verschiedene Phasen des Projektes und die werden dann auch immer unterschiedlich... Also du sagst Inspiration, ne? Unterschiedlich dann geführt, das Leben so, ja. Dann gucke ich mir vornehmlich, wenn ich irgendwie jetzt so ein Spiel mache wie das jetzt hier, dann gucke ich mir vornehmlich irgendwelche Sachen an, die mit Dungeon zu tun haben, die vielleicht mit Bergbau zu tun haben, die vielleicht mit Fantasy zu tun haben, die, ne, solche Dinge. Oder mit irgendwelchen Viechern mit roten Augen in der Dunkelheit oder sowas. Also das hat schon immer einen Einfluss darauf, womit ich mich gerade beschäftige. Wenn ich die ganze Zeit nur programmiere oder so, mit Technik mich beschäftige, ja, dann gucke ich mir auch mal wissenschaftliche Sendungen an oder irgendwie sowas oder interessiere mich für Raumzeitgedöns oder irgendwie so. Das heißt, es ist immer unterschiedlich so. Also inspirieren lassen von allem irgendwie. Das heißt, das bedingt sich im Grunde genommen wechselseitig. Ja, ne? ja. Also etwas, was man irgendwie im realen Leben sieht, bringt eine Idee, die man vielleicht in seine Arbeit hineinbringt. Ja. Und die Arbeit beeinflusst wiederum, womit man sich in der Freizeit beschäftigt. Das ist beides gleichermaßen der Fall und aus meiner Sicht auch abschließend nicht voneinander trennbar. Nee. Und wir sind fast immer kreativ. Das eine blutet immer ins andere rein. Wenn wir im Phantasialand stehen, ja, und da ballern irgendwelche Rollercoaster an mir vorbei oder so, dann gucke ich mir die Felsformationen an, die da gebaut haben und so und lass mich inspirieren, wie man ein Level baut, ja. Stimmt. Es ist wirklich so, ja. Oder da sind irgendwelche Sachen drapiert, irgendwie, da haben sie so eine Hütte hingemacht und dann haben sie da so Kisten und Fässer und Dings und so und dann gucke ich mir das an, wie das gemacht ist. Und dann denke ich mir, naja, wenn ich das jetzt so im Level bauen würde, sind ein paar zu viele Objekte benutzt. Das ist sehr inperformant hier, ja. Ja, ne? Real Life, ne? Beschissene Grafik, aber verdammt gute Framerate, so, ja. Ist tatsächlich so. Das eine blutet ins andere rein, immer irgendwie. Und wenn man so ein Spiel macht, sollte man sich, meiner Meinung nach, wenn man sich inspirieren lassen will, dann auch mit solchen Sachen dann beschäftigen. Dann so auch mal rausgehen oder so, wenn man einen Wald bauen will, dann geh mal in den Wald. Geh da mal hin, guck dir mal an, wie der echte Wald aussieht. Gute Idee, haben wir in der Vergangenheit auch immer gemacht. Also Fotos vom realen Leben und die dann irgendwie als Inspiration mitnehmen für das Spiel. Ja. Wir leben und atmen das. Es tatsächlich. Ist halt auch wirklich verrückt, ne, weil die Sachen in der Realität, das habe ich sehr oft gedacht bei Wolken. Da habe ich gedacht, mein Gott, das sieht jetzt aber unrealistisch aus. Ja, also wenn du das jetzt so bauen würdest, dann würden die Leute sagen, das ist ja total unrealistisch. Das sieht aus wie gemalt, Dabei ist es halt echt. Und das begegnet mir ganz oft. Ja. Ne? Über Geschichten, über Dinge, die man sieht im wahren Leben. Aber deswegen ist es auch so eine schöne Inspiration. Hier fragt jemand, I have a question about whether targeted advertising, for example from Google, helps in promoting computer games. How effective is this way of promoting computer games? Do you have any similar experience? Also fragt jemand, wenn ich jetzt zum Beispiel dafür bezahle, um bestimmte Gruppen im Internet, das kann Google sein, das kann TikTok sein oder Facebook oder irgendwelche anderen Plattformen, um dort Werbung zu schalten, wie effektiv ist das und macht das Sinn, das zu tun?
Also das wissen wir auch noch nicht ganz genau. Wir haben ein paar Sachen mal ausprobiert. Also wir haben zum Beispiel mal ein bisschen Geld auf YouTube geschmissen. Also vor allen Dingen nicht jetzt diese Folgen hier, die nicht, aber auf den Announcement-Trailer, den haben wir mal ein bisschen geschoben. Und irgend so ein Filmchen auf TikTok haben wir mal geschoben. Und Facebook müssen wir jetzt einfach mal noch ausprobieren. Das haben wir zeitlich noch nicht geschafft. Was heißt schieben? Also Geld bezahlen, damit das bestimmten Gruppen angezeigt wird. Mhm. Ne? Du kannst quasi, das ist dieses Advertising, du kannst quasi sagen, ich nehme jetzt, 100 Euro in die Hand, gebe das auf YouTube zum Beispiel oder Google oder sonst wo und sage, du kannst dir dann so aussuchen, wem das angezeigt werden soll, zum Beispiel in welchem Land oder manchmal kann man sogar sehr filigran entscheiden, auf TikTok zum Beispiel. Das haben wir jetzt noch nicht so ausprobiert, ob da wirklich Unterschiede gibt, wenn man das unterschiedlichen Menschen anbietet. Und Nur, was dass war wir das Ergebnis? immer so ein Hauptaugenmerk auf Deutschland haben wir schon, aber die anderen haben wir quasi auch mitgenommen. Und das Ergebnis war bei uns jetzt, dass TikTok sehr viel stärker war als YouTube. Also die Reichweite war schneller, höher. Allerdings haben wir jetzt noch gar kein Referenzmaterial, mit dem man das vergleichen Das heißt, könnte. wem ist das geschickt worden? So, ja, interessieren die sich überhaupt für Computerspiele? Ist das überhaupt potenzielle Kunden? Das kannst du einstellen vorher. Okay, okay. Genau. Wie viel macht das denn dann aus? Das ist ja die Frage hier, ne? Was lohnt sich? Mhm. Ja, keine Ahnung. Ja, also Na? wir haben da noch nicht genug Erfahrung Nee. gesammelt, um das abschließend sagen zu können. Ja. Und wir versuchen jetzt, also so viel Geld haben wir da noch nicht investiert, weil wir gedacht haben, wir möchten ja auch noch die Loka machen und Sprachaufnahmen und wissen, dass das noch alles auf uns zukommt. Und darum halten wir das Geld an der Stelle noch ein bisschen zusammen. Ja. Und schauen mal, aber im Nachhinein vielleicht so kurz vor Release macht es nochmal Sinn, so Filmchen zu pushen, ja, um dann kurz vor Release nochmal Aufmerksamkeit. Das könnte ich mir vorstellen, dass das zeitlich Sinn macht. Und ansonsten, wenn andere Leute andere Erfahrungen gemacht haben, gerne in die Kommentare. Eine Frage hier habe ich mit aufgeschrieben, weil ich so darüber lachen musste. Hör mal, schreibt einer, wofür braucht ihr das ganze WD-40? Ja. WD-40, was ist das? Ich guck mal hin. Schön. Hier so ein Zeug, und erstmal die kleine. WD-40 ist, hier, Schmiermittel. Die gibt's natürlich auch noch von anderen Marken. Die gibt es auch in anderen Marken und in anderen Größen. Ja. Ja. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Der hatte mal gesagt, da muss Karamba dran, ne? Wenn das gequietscht hat oder so. Das heißt, wenn hier Türen quietschen oder Fahrradfahren tun wir, Auto, unsere Roller, Fenster. Ich schmier hier alles ein. Wenn irgendwas quietscht, da werde ich bekloppt. Dann kommt Karamba dran und fertig. Hier Ne? quietscht nix. Nee, das macht mich, da bin ich Monk, ne? Also da wird sofort geschmiert oder hier die Markise oder das kann ich nicht haben. Das kriegt die Krise. Ganz früher hat der Björn mal Maschinenbau studiert. Ja. Lange her, ja. Ja, und das ist hängen geblieben. Das ist hängen geblieben. Karamba, überall muss Karamba dran. Ja, schön. So. Ja, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und haben wir noch eine Trophy-Box oder was? Ja. Ja, haben wir noch, ne? Guck mal hier. Das Ding hier, guck dir das an. Das ist Excalibur oder was? Das hier ist... Das sieht irgendwie ziemlich wahnsinnig toll aus. Ja, Excalibur ist das, glaube ich, nicht. Aber es sieht aus wie, das ist wirklich ganz schön... Was hast du damit vor jetzt? Ich will es einmal mal zeigen. Dieses Schwert hat uns ein Fan geschickt. Ja, vielen lieben Dank dafür. Das ist riesig und es ist sehr schwer und ich kann damit nicht umgehen, aber es ist sehr schön. Und vielen lieben Dank für dieses Geschenk. Ja, das wird auf jeden Fall super schwer. Ja. Und es wird auf jeden Fall das nächste Mal Einzug halten in irgendein Live-Rollenspiel, wenn wir das spielen. Garantiert. Ja, weil da kann man nämlich auf jeden Fall ein Maisfeld mit roden. Zum Beispiel, genau. Ja, vielen Dank und hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder dabei hier bei Pitted Studio TV. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Die Maya wollte das eigentlich haben. Ja? Ja, und die hat so ein Gummischwert. Das kann man biegen. Labba, labba, Dann habe labba. ich gesagt, behalte lieber das.